ja, Gepflogenheit. Und Gepflogenheit heißt auch, dass am Ende immer klar ist, dass eine Bundestagspräsidentin den gesamten Deutschen Bundestag, also alle Abgeordnete dieses Hohen Hauses zu vertreten hat, Sachwalterin ist. Und Friedrich Merz ist sich dessen auch bewusst, dass eine Bundestagspräsidentin auch die Interessen des Bundestages gegenüber einer Bundesregierung vertreten wird. Hey Leute, willkommen in der Realität. Es gab kurz einen Hoffnungsschimmer, als Julia Klöckner, eine der führenden Stimmen der CDU, sich entschloss, sich bei der AfD vorzustellen. Viele dachten, hey, vielleicht zeigt die CDU jetzt endlich mal ein bisschen Rückgrat und bringt frischen Wind in die politische Landschaft. Doch was passiert? Die Grünen mischen sich sofort ein, wie immer mit ihren erpresserischen Methoden. Und das Beste, die machen ein riesen Drama draus, dass eine Politikerin sich bei der AfD vorstellen möchte. Was dabei rauskommt, ist ein weiteres Beispiel für die grüne Doppelmoral und ihre Machtspiele. Sie wollen nicht nur die AfD blockieren, sondern auch verhindern, dass andere Parteien überhaupt ihre Position einnehmen können. Warum das Ganze ein echtes Problem für die Demokratie ist und was die Grünen damit zu tun haben, erfahrt ihr gleich. Bleibt dran, es wird spannend. Auf geht's! Ich grüße Sie alle sehr herzlich, bedanke mich bei Friedrich Merz, bei Alexander Dobrindt und bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für die Nominierung, wohl wissend, dass erst eine Wahl notwendig ist, um in dieses Amt, das zweithöchste Amt in diesem Staate zu gelangen. Das ist demokratische Gepflogenheit. Und Gepflogenheit heißt auch, dass am Ende immer klar ist, dass eine Bundestagspräsidentin den gesamten Deutschen Bundestag, also alle Abgeordnete dieses Hohen Hauses zu vertreten hat, Sachwalterin ist und nicht nur Vertreterin einer Mehrheit ist. Und Friedrich Merz ist sich dessen auch bewusst, dass eine Bundestagspräsidentin auch die Interessen des Bundestages gegenüber einer Bundesregierung vertreten wird. Der neue Deutsche Bundestag wird anders zusammengesetzt sein als der 20. Das heißt auch, dass wir andere Konstellationen haben. Es werden auch neue Herausforderungen sein. Und wie Friedrich Merz sagt, ist es ganz wichtig, dass wir ein Ort der Debatte sind, ein Ort des Austausches von Argumenten und dann auch ein Ort der Lösungen. Und Gesetze werden im Deutschen Bundestag gemacht, nicht in Karlsruhe. Es ist wichtig, dass man a. ordentlich arbeitet, b. nach Regeln arbeitet und c. dass wir mit Respekt und auch mit Würde etwas repräsentieren, was auch Vorbild für unsere Gesellschaft sein soll. Wenn nicht wir hier ordentlich mit Respekt miteinander diskutieren und auch streiten, wie soll es denn in der Breite der Gesellschaft geschehen? Mit Blick auf das Thema Bundestag und auch Bundestagsverwaltung, für mich wird es wichtig sein, weil ich seit, wie Friedrich Merz sagte, über 2 Jahrzehnten Parlamentarierin bin, in verschiedenen Funktionen, in der Rolle der Regierung, in der Rolle des Regierungsfraktionsmitglieds, aber auch Opposition. Ich weiß, was es heißt, in verschiedenen Positionen zu sein. Und da ist es auch wichtig, sich Geschäftsordnungen noch mal anzuschauen, was optimierbar ist im Laufe der Zeit. Auch Demokratie entwickelt sich. Und es wird auch, denke ich, notwendig sein, sich vielleicht mal ein Fragerecht auch anzuschauen. Und es wird notwendig sein, dass dieses Parlament das modernste Parlament auch wird. Und dass wir dort auch mit dem Thema Digitalisierung und Arbeitsweisen voranschreiten und auch dorthin gehen. Und damit möchte ich schließen, wo die Bürgerinnen und Bürger und die jungen Leute sind. Im Übrigen auch an der digitalen Theke. Und das heißt, dass wir auch bereit sein müssen, unsere Art von Kommunikation auch zu ändern oder auch anzupassen. Und apropos Kommunikation, ja, ich biete an, dass ich mich allen Fraktionen vorstelle. Ich biete an, in Demut auch einer Wahl entgegenzusehen. Und deshalb bitte ich auch die Vertreterinnen und Vertreter der
Medien zu respektieren, dass ich davor keine Interviews führe, weil erst wenn man ein Amt innehat, kann man drüber reden und nicht vorher spekulieren. Ganz herzlichen Dank. Das Ultimatum der Grünen. Hasselmann und Dröge bitten Klöckner klarzustellen, ob dies zutrifft und kommentieren gleichzeitig, es wäre das falsche Signal der Normalisierung gegenüber einer Fraktion, deren Abgeordnete mit rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Aussagen Politik machen. Die Co-Vorsitzenden der Grünen Fraktion beenden ihr Schreiben mit dem Satz: Wir würden die weiteren Planungen unserer Fraktionssitzung von Ihrer Antwort abhängig machen. Das ist also die Demokratie der Grünen. Entweder Klöckner hält sich an deren Regeln oder es gibt Stress. Klingt mehr nach Erpressung als nach Demokratie, oder? Ich fasse es nicht. Die Grünen, allen voran Frau Dröge und Frau Hasselmann, zeigen mal wieder ihr wahres Gesicht. Julia Klöckner wollte sich ganz normal bei allen Fraktionen vorstellen, auch bei der AfD, so wie es in einer Demokratie üblich ist. Aber die Grünen, die greifen sofort zur Erpressung. Wer sich nicht ihrem Diktat unterwirft, wird unter Druck gesetzt. Demokratie? Für die Grünen nur dann, wenn sie ihnen nützt. Das Muster ist doch längst klar. Die Grünen wollen verhindern, dass die AfD einen Bundestagsvize stellt, weil sie um ihre eigenen Posten fürchten. Göring-Eckardt, Nuripur, Claudia Roth, alle schauen schon mit den Hufen, um sich irgendwo festzukleben. Die Grünen sind nicht an einer fairen Politik interessiert. Sie wollen nur Kontrolle, koste es, was es wolle. Und das Beste, kaum einer von denen hat jemals richtig gearbeitet, geschweige denn eine Ausbildung oder ein Studium vernünftig abgeschlossen. Statt echter Qualifikation gibt's Studienabbrüche, geisteswissenschaftliches Blabla und eine endlose Karriere im politischen Blasenzirkus. Aber wenn es um Macht und Einfluss geht, dann sind sie plötzlich die lautesten im Raum. Leute mit null Ahnung, null Leistung, aber einer maximalen Arroganz, anderen zu sagen, was sie tun und lassen sollen. Das ist keine Demokratie, das ist grüne Bevormundungspolitik vom Feinsten. Also, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.